Willkommen zu Frequent Traveler TV. Mein Name ist Lars Korsten und ich bin hier, um euch die neuen, frisch gepressten Themen zu bringen. Frankfurter Flughafen Terminal 3 geht an den Start, aber ohne Ryanair. Lufthansa erklärt uns, wie lange sie nicht nach Dubai fliegen wollen. United Airlines hat die Schlafcouch ab bald im Programm. Und Berliner Flughafen Langstrecken, da ist man ganz stolz auf den neuen Sommerflugplan. Und Marriott und Äthiopien geben reziproke Statusvorteile. Also schauen wir uns auch nochmal genauer an. Und die FAA gibt ein Signal, indem sie der 787 mehr Reichweite, also mehr Maximum Takeoff Weight erlaubt. Ihr denkt dran, wie immer den Kanal zu abonnieren, die Glocke anzumachen, Like dazulassen, aber auch zu kommentieren und abonnieren. Das erste Thema, was wir haben, ist Fraport. Keine Ryanair-Rückkehr nach Frankfurt. Terminal 3 in Frankfurt startet inklusive Low-Cost optimierten Flugsteig. Trotzdem erwartet Fraport keine Rückkehr vom irischen Billiganbieter, da sich Marktstrukturen verändert haben. Ja, Terminal 3 Start 23. April 2026, Flugsteig G speziell für Low-Cost, also Punkt-zu-Punkt-Verbindungen. Ryanair verließ ja Frankfurt 2022, weil die Sonderkonditionen nicht verlängert worden sind. War man so ein bisschen böse. Fraport will nun Rückkehr nur zum normalen Gebühren, also da gibt es keine Sonderkondition. Und Hybrid-Airline-Modelle statt klar Low-Cost versus Legacy Carrier. Ja, Low-Cost wandert weiter zu Secondary Airports, also Frankfurt-Hahn, wenn man noch von Frankfurt mit 100 Kilometer Entfernung reden kann und so weiter und so fort. Und Legacy Carrier schützen halt aktiv ihre Hubs, wie zum Beispiel hier in Frankfurt die Lufthansa. Und auch die Ultra-Low-Cost-Carrier fliegen weniger ab Frankfurt und da gibt es höhere Preise für die Passagiere, logischerweise, wenn die Low-Cost nicht fliegen. Ja, mehr Statusrelevanz natürlich, weil mehr Legacy Carrier auch mehr Status bedeuten. Flughäfen setzen weniger auf Dumpinggebühren und der Yield wird auch bei Flughafenbetreibern wichtiger als einfach nur Umsatz zu machen. Oder wie der Schwabe sagt, es gibt gutes Geschäft und schlechtes Geschäft. Und keine klare Unterscheidung mehr zwischen Low-Cost und Nicht-Low-Cost, sagt Stefan Schulte, das ist der Veranstaltungsleiter der Fraport. Und hat Frankfurt Low-Cost bewusst rausgedrängt, weil man festgestellt hat, braucht man nicht oder wie seht ihr das? Und das andere ist Ryanair überhaupt ohne diese Incentives hubfähig? Das heißt also, wenn Ryanair nicht die Subvention bekommt, dann können sie gar nicht fliegen, weil sich das Modell gar nicht trägt. Und ist das eventuell das Ende der klassischen Low-Coster? Lufthansa setzt wie immer auf Premium, aber auch der Frankfurter Flughafen setzt auf Premium und auf Hybrid. Low-Cost wird selektiver und weniger dominant. Und die andere Frage ist eigentlich die Frage des Tages, die am wichtigsten ist. Braucht Frankfurt überhaupt Low-Cost-Carrier wie Ryanair? Da bin ich mal gespannt, wie ihr das seht. BER, Berliner Flughafen, erklärt was von Langstreckenoffensive. Und der BER bekommt im Sommer mehrere Langstrecken, vor allem nach Nordamerika. Politischer Druck für mehr internationale Anbindung steigt ja auch weiter. Wichtigste Fakten: Air Canada mit dem 321 XLR nach Quebec, Air Transat nach Toronto dreimal die Woche, Delta und United nach New York, 155 Ziele in 55 Ländern. Aber die Diskussion um Emirates ist natürlich weiterhin offen. Aber ich glaube, dass Emirates gerade ein anderes Thema hat, als in Berlin einzufliegen. Und man sieht ja, dass gerade der 321 XLR der Gamechanger ist für sogenannte dünne Strecken. Mehr Direktflüge natürlich für Passagiere ein Vorteil, aber auch Umgehung von Hubs wie Frankfurt und München. Damit stärken Starlines und SkyTeam die Präsenz in Berlin. Und jetzt bin ich mal gespannt, ob dieser politische Druck da auch standhält, weil es ist ja dann gegen die Interessen von Lufthansa. Und die Frage ist, wird BER mal ein Langstreckenhub werden, so ein richtiger, so ein echter Langstreckenhub? Und kommen immer mehr XLRs zum Einsatz, das heißt also diese Narrow Bodies. Und auch Emirates versus Lufthansa, wie geht das Ding aus? Da bin ich auch mal gespannt. Fazit ist natürlich, ja, Wachstum in Berlin, ganz klar, aber strukturell weiter schwach. Und der XLR ist wirklich ein Gamechanger. Mal gucken, welche Fluggesellschaften noch mit dem XLR in
in Berlin aufschlagen wollen. Und ist Berlin endlich auf dem Weg zur Langstrecke? Ihr könnt ihr auch mal beantworten. Beim Thema Boeing 787 scheiden sich die Geister. Einige sagen, geiler Flieger, andere sagen, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Und der Flieger bekommt jetzt ein FAA-Siegel und Signal damit, dass man jetzt weiter fliegen darf. Denn man hat ein höheres Startgewicht für die 787, 9 und 10 gegeben, mehr Reichweite bzw. mehr Nutzlast darf mitgenommen werden. Und das ist halt natürlich auch ein wichtiges Zeichen, weil der Zertifizierungsstau damit abgebaut wird. Die 787-9 darf 4.540 Kilogramm mehr nehmen oder 560 Kilometer weiterfliegen, oder 3 Tonnen Payload mehr mitnehmen. Dieses 10er darf sogar 6.350 Kilogramm mitnehmen, mehr, 740 Kilometer mehr oder 5 Tonnen Payload, also schon relativ gute Reichweitensteigerung. Erstkunde ist Air New Zealand, die freuen sich darauf. Und das ist die erste große FAA-Zulassung seit 2021 bei Boeing. Und damit ist natürlich die Wirtschaftlichkeit bei der 787 wesentlich besser für die Fluggesellschaften. Gerade weniger Payload-Restrictions. Air New Zealand zum Beispiel kann davon ein Lied singen, wenn man halt damit fliegt, von New Zealand nach USA. Heißt also weniger Gepäckprobleme und stabilere Operations. Boeing gewinnt Vertrauen zurück und es ist wichtig für die 777X und auch die MAX-Zulassung, die ja noch in der Haustür stehen. Ja, wichtig ist halt, was Boeing dazu sagt, heißt einfach mehr Nutzlast oder längere Strecken fliegen. Das kann man sich dann aussuchen. Reicht das, um wieder Vertrauen zu geben, bei Boeing zu fliegen und zu sagen, ain't Boeing, ain't going, wie der alte Spruch ist, oder wird die 787-10 jetzt attraktiver für Europa, USA? Und sind Startleistungsprobleme versus Effizienz. Also wie ist die Startleistung? Weil die Triebwerke sind ja jetzt aus Effizienzgründen nicht auf Maximum Power ausgelegt. Also insofern gucken wir mal. Aber es ist halt wirklich ein Upgrade mit großer Wirkung und Boeing bewegt sich vorwärts. Ist die 787 endlich fertig entwickelt oder haben wir da noch Potenzial? Na, ich denke, wir haben da noch Potenzial. Lufthansa streicht die Flüge in den Nahen Osten bis Herbst und damit setzt man fast alle Flüge bis Herbst aus in den Nahen Osten. Die Sicherheitslage ist natürlich der Grund, Nachfrageeinbruch und natürlich auch regulatorische Unsicherheit. Flüge bis Oktober sind gestrichen, viele Ziele. Dubai und Tel Aviv sind mindestens bis zum 31. Mai raus. Lufthansa, Swiss, Austrian, Eurowings, E-Type etc. sind alle betroffen. Hintergrund ist natürlich der Nachfrageeinbruch und der Iran-Konflikt, da gibt es gar nichts. Kapazitäten werden in andere Märkte verschoben. Gulf Airlines könnten aggressiv zurückkommen. Passagiere haben Unsicherheit und sinkendes Vertrauen. Aber natürlich auch für uns für den Statusrand. Viele haben ja Dubai gemacht als Statusrand. Das war natürlich dann relativ uncool, wenn das jetzt nicht mehr geht. Und Risikominimierung ist natürlich wichtiger als Marktpräsenz, muss man ganz ehrlich sagen. Die Lage dort ist ja wirklich schwierig. Und die Frage ist auch, wie schnell die Nachfrage zurückkommt. Wie schnell ihr sagt, ich möchte da wieder hin. Und Emirates und Qatar werden wahrscheinlich vieles tun, um Vertrauen aufzubauen. Oder ist das Vertrauen dauerhaft beschädigt? Kurzfristig ist das logisch, aber langfristig ist natürlich so etwas riskant, wenn man solche Märkte aufgibt, denn die Märkte können sich ja dadurch komplett verschieben. Was denkt ihr, wie lange dauert es, bis sich der Nahostmarkt wieder erholt? United bringt eine Schlafcouch, die Lufthansa nicht gebracht hat, weil ich glaube, man wollte damals an New Zealand diese Lizenz nicht bezahlen oder so. Aber die Fakten sind, Start 2027, man möchte bis 2030 200 plus Flugzeuge haben, die das haben. Einsatz soll in den 787 und in der 777 stattfinden, soll zwischen Economy und Premium Economy positioniert sein. Upselling innerhalb der Economy Class ist damit möglich. Günstige Alternative zur Business Class und neue Produktklasse ohne Statusvorteile. Aber die Monetarisierung von Komfort, also das heißt, dass Fluggesellschaften wieder mehr Geld verdienen können. Kann das Premium Economy ersetzen, weil, wenn wir ehrlich sind, Premium Economy, und ich bin jetzt einmal nach Los Angeles in Premium Economy geflogen, war hart. Also diesen Recliner, war ein Tagflug, Gott sei Dank, also wir sind nachmittags losgeflogen und wir sind nachmittags angekommen oder am frühen Abend angekommen. Wichtig ist halt wirklich das Pricing-Modell in meinen Augen und auch, ob das ein echter Mehrwert ist. Für mich wäre es ein echter Mehrwert in dem Sinne, aber die Frage ist,
passe ich auf die 3 Sitze. Und da muss ich ehrlich sagen, wird eng. Ne? Ja, Margenoptimierung ist das Ding. Ja, würdest du für die Schlafcouch in der Economy Class extra zahlen? Merit und Ethiopian Airlines erlauben Punktetransfer. Merit, Bonvoy und Ethiopian starten gegenseitige Punktetransfer. Fokus klar auf Airline-Seite. Habe ich gesagt, reziproke Staatsvorteile, das war doof. Also Bonvoy-Punkte zu Sheba Miles 3:1 plus Bonus. 60.000 Punkte gleich 25.000 Meilen. Meilen zu Punkten sind wieder 2:1. Das ist ein schlechter Deal. Starlines Integration ist klar. Ist klar, dass auch das Loyalitätsprogramm im Ökosystem weiter erweitert wird, mehr Flexibilität bei den Punkten und je nach Programm sind da auch Sweet Spots möglich, wobei ich eher das sehe von Marriott auf die Fluggesellschaft als andersrum. Und Cross-Programm-Monetarisierung ist ja hier die Strategie. Ist Ethiopian Miles oder Sheba Miles überhaupt attraktiv? Sinn von Reverse-Transfers gibt es da einen? Und ich denke mal, wenn man die Chase oder Amex Transferpartner sieht, ist es ja wesentlich attraktiver. Also da wäre jetzt so meine Meinung. Ja, würdet ihr so Bonvoy-Punkte zu Äthiopien transferieren? Bin ich mal gespannt. Wir schauen uns nochmal im Fazit an, was hier los ist. Einmal natürlich, dass die Hybridmodelle sich durchsetzen an den Hub-Flughäfen. Ganz klar, Ryanair hat es schwierig, wenn es keine Sonderkonditionen gibt. Die Langstrecke wird fragmentierter, es wird mehr Point-to-Point-Verbindungen geben durch die XLR-Flugzeuge. Boeing kämpft sich aber auch langsam zurück mit den 787-9-10er, wo man halt mehr Payload oder mehr Strecke fliegen kann. Und geopolitisch Geopolitik oder geopolitische Einflussnahme auf die Langstreckenflüge oder Flugpläne hier ganz klar. Airlines monetarisieren den Komfort aggressiver, Loyalty wird immer komplexer und flexibler. Das ist das so, was ich hier heute mitnehme. Ihr denkt dran, den Kanal zu abonnieren, die Glocke anzumachen, ein Like dazulassen oder auf School zu kommen und die Frage des Tages zu beantworten. Und die Frage ist, braucht Frankfurt zum Beispiel überhaupt noch Ryanair? Das wäre eine Frage, die mich interessiert. Und ja, wird der BER ein echter Langstrecken-Airport? Danke, dass ihr heute dabei wart. Ich freue mich bis zur nächsten Sendung. Bis dann, ciao.